Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 9. Februar. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir sind jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Und das wirkt sich auf uns alle unterschiedlich stark aus. Da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Skorpion. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben in der Mitte der Dekade einen Vollmond. Genau in der Mitte am 5. Februar. Bis dahin verdichten sich die Energien, kommen am 5. Januar zu einem Höhepunkt und lösen sich danach wieder. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt. Eine Karte für dich, lieber Skorpion. Eine Karte für den Skorpion. Mir ist eben schon aufgefallen, dass die Karten, als ich vorgemischt habe, dass die Karten so introvertiert sind. Ne? Also als würden sich die Energien so ein bisschen bedeckt halten oder verstecken. Aber es scheinen sehr schöne Energien zu sein. Hier die Liebenden. Die Liebenden. Ne, das spricht schon mal für sich. Ne? Es geht hier natürlich um die Liebe. Die Liebenden stehen halt für eine sehr gute Ich-Du-Harmonik in dieser Dekade für dich. Das kann natürlich mit einer ganz besonderen Person sein, dass man mit einer ganz besonderen Person eine sehr viel tiefere Verbindung aufbaut. Es kann sich aber auch auf andere Personenkreise beziehen, ne? Mit der Familie, Freundeskreis, sogar mit dem Kollegium. Dass du in der Lage bist, das Verbindende zwischen dir und deinen Mitmenschen zu erkennen, wertzuschätzen und zu vertiefen. Es kann auch dazu führen, ja, dass du eben auch dir selbst gegenüber mehr Selbstannahme, mehr Selbstliebe empfinden lernen kannst. Ja, dass du hier Wesensteile von dir annehmen lernst, die du vorher nicht so gerne an dir gesehen hast oder nicht leicht akzeptieren konntest, dass du hier in Harmonie zu dir selbst gehst und das Verbindende deiner ganzen Person erkennen kannst. Das Verbindende ist hier wirklich das wesentliche Konzept und auch das große Ganze zu betrachten einer Situation und aus dieser Betrachtungsweise dann auch ist es manchmal notwendig, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung aus den Herzen heraus. Vielleicht könntest du vor so einer Situation stehen. Im Konkreten kann das natürlich bedeuten, dass man sein Herz öffnet. Oder sich für einen Menschen, für eine Personengruppe oder für eine Leidenschaft entscheidet. Du bist hier auf jeden Fall in der Lage, das Verbindende hinter allem zu erkennen. Und damit auch in Versöhnung zu gehen. Ne? Hier bei der Karte geht es auch um Versöhnung. Falls du mit jemandem in einen Streit geraten bist in den letzten Wochen oder Monaten, ist es hier auf jeden Fall möglich, eine Versöhnung zu erreichen, wenn du das möchtest. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Dir ist das Verbindliche tatsächlich auch wirklich sehr wichtig. Du möchtest eine treue Freundin, ein treuer Freund sein für eine Personengruppe. Ich sehe hier mehr wirklich den engen Freundeskreis und die Familie im Fokus, ne? Und die Partnerschaft natürlich auch. Aber dass du diesen Menschen, die dir wirklich sehr nahe stehen, dass du diesen Menschen zeigen möchtest, dass man sich auf dich verlassen kann, dass du für sie da bist, dass du loyal bist. Das ist dir gerade sehr, sehr wichtig. Und
dass dies auch auf Gegenseitigkeit beruht, das ist dir genauso wichtig. Es könnten sich neue finanzielle Möglichkeiten für dich ergeben oder auch neue Gelegenheiten, Stabilität auf praktische Art und Weise zu festigen. Ne? Also vielleicht auch eine größere Wohnung oder irgendein, irgendein Garten, der hinzukommt oder eine andere Form von Besitz. Es gibt hier auf jeden Fall neue finanzielle Möglichkeiten, die dir zugutekommen und die du so ergreifen solltest und auf die du auch einen Blick haben solltest. Das wird dir zugutekommen, dabei dein eigentliches Ziel zu erreichen, und zwar dich eben halt als zuverlässig zu erweisen, ne? Für deine Familie, für deinen Freundeskreis, für deine Partnerschaft da zu sein. Irgendwie hängt es damit zusammen. Und du blickst hier in die Zukunft. Du hast auch ein ganz gutes Gespür für Geschäfte, für das, was kommen wird auch. Ne? Du kannst im Moment ganz gut voraussehen, was kommt, ne? Das Prognostizieren und planst auf lange Sicht hin. Du willst hier wirklich auch die Menschen, die dir nahe sind, auch irgendwie denen auch Stabilität gewährleisten und auch alle zusammenhalten, ne? Alle zusammenhalten auf eine lange Zeit. Daraufhin da planst du. Und deine Intuition, was jetzt die richtigen Schritte sind, um das zu erreichen, ist hier sehr, sehr stark. Oder wird besonders zum Ende der Dekade stark sein. Besonders ab nach den Vollmond dann, ne? Nach dem 5. Februar. Ja, wir schauen mal auf, mit welchen Herausforderungen du es dann zu tun haben wirst in dieser Dekade. Also hier haben wir einmal eine Prinzessin der Stäbe. Das kann sich auf dich beziehen, diese Karte, oder eine Person in deiner Umgebung. Manchmal ist es auch wechselwirkend. Du bist ja selber, also die Prinzessin der Stäbe ist ein Feuerzeichen. Du bist ja selber kein Feuerzeichen, du bist ein Wasserzeichen und wirst über die Kelche repräsentiert. Dennoch ist es manchmal notwendig, dass wir verschiedene Temperamente zeigen. Deswegen kann das durchaus sein, dass du auch als Prinzessin der Stäbe hier dargestellt wirst. Oder es bezieht sich eben auf eine Person in deinem Umfeld, die diese Eigenschaften aufweist. Diese Person kann ein Feuerzeichen sein, muss aber nicht unbedingt. Ne? Auch diese Person kann auch jetzt mal für eine kurze Zeit ein anderes Temperament zeigen müssen. Feuerzeichen wäre jetzt hier Widder, Löwe und Schütze. Die Prinzessin der Stäbe ist eher eine junge Person. Ne? Ob die jetzt vom Alter jung ist oder aktuell so ein junges Verhalten zeigt, ist auch unterschiedlich. Aber es ist eine junge Person, eine Person, ja, die sehr mutig sein kann, die abenteuerlustig ist, risikofreudig. Ihr Ziel ist meistens eigentlich schon mehr so Spaß am Leben zu haben, ne? Dem hedonistischen Prinzip zu folgen, seinen Vergnügen nachzugehen. Mit dieser Person kann man viel Spaß haben und diese Person wirkt auch sehr faszinierend auf andere Menschen, sehr anziehend. Sexualität spielt hier natürlich auch eine große Rolle, dass diese Person auch gerne ihre Sexualität auslebt. Und das auf sehr leidenschaftliche Art und Weise. Diese Person weiß einfach, was sie will. Wir schauen uns diese Person mal kurz näher an. Was denkt die Prinzessin der Stäbe?
Die Prinzessin der Stäbe denkt an den Prinzen der Scheiben. Da sieht man natürlich eher eine Paarsituation, ne? Hier die Liebenden ist mehr eine Paarsituation. Und entweder, lieber Skorpion, bist du der Prinz der Scheiben und es geht hier um eine andere Person, oder du bist die Prinzessin der Stäbe und denkst an eine andere Person. So würde ich das sagen. In manchen Fällen könnte es natürlich auch die gleiche Person sein. Gerade bei Stier könnte es sehr gut sein, bei Stier oder Widder, dann ist diese Person etwas auf sich fokussiert, ne? Dann würde man das dann so, aber das ist, glaube ich, nicht so wahrscheinlich. Aber diese allgemeinen Legungen, die werden sich in eurem Leben natürlich etwas unterschiedlich zeigen. Hier gibt es eine interessante Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Personen. Eine reizvolle Auseinandersetzung, ne, die sehr viel Flirtenergie mit sich bringen kann, sehr viel Reiz, aber man hat hier unterschiedliche Standpunkte, ne, und neckt sich gegenseitig, diskutiert miteinander, steht ein bisschen so im Wettkampf, aber so, dass es so ein bisschen Spaß macht auch, ne? Also in einem sportlichen Wettkampf so, da kann sehr viel Energie dabei entstehen. Sehr viel Anziehungskraft, ne? Also so ein interessanter Schlagabtausch ist das hier. Ja, so ein reizvolles Spiel auch, ne? So könnte man das, glaube ich, formulieren. Also es ist hier eine interessante Situation zwischen euch beiden. Gekreuzt ist diese Energie von den 7 Schwertern. Das ist eine ganz andere Art von Energie. Hier ist das Feuer drin und hier sind mehr die Gedanken. Deine Gedanken sind ein bisschen trübselig vielleicht, ne? Du neigst ein bisschen zum Pessimismus in dieser Dekade. Hast vielleicht auch irgendwie das Gefühl, nicht schnell genug voranzukommen, dass irgendwie deine Schritte, die du unternimmst, irgendwie nicht richtig fruchten. Irgendwie sehe ich da auch eine gewisse Ungeduld. Es könnte auch sein, also diese Karte lässt sich auch verschieden interpretieren, ne? Vielleicht läufst du auch vor diesem Gefühl, was ich eben gerade beschrieben habe, auch etwas davon. Und das kann eben dazu führen, dass man sich falsche Vorstellungen von der Wirklichkeit macht und Trugbildern hinterherläuft, dass man auch vielleicht auch tatsächlich dazu neigt, auf Fehlinformationen bis hin zu Lügen hereinzufallen. Also irgendwas Undurchsichtiges könnte in deiner Umgebung bestehen. Muss ich schon sagen? Aber wir gucken uns das mal im Weiteren an, was die weiteren Karten so sagen. Es ist auf jeden Fall hier auch manchmal ein Hinweis, dass man nicht so gut, also Absprachen treffen ist im Moment vielleicht keine so gute Idee oder Verträge unterschreiben. Ne? Da sehr vorsichtig sein bei solchen Themen. In der Vergangenheit ein sehr erfülltes Gefühl, ein Gefühl von Vollständigkeit, ein harmonisches Gefühl mit deinen Mitmenschen, in der nahen Vergangenheit, von diesem Gefühl, auf diesem Gefühl schwelgst du auch noch. Sehr viel emotionale Stabilität, ein Gefühl von emotionaler Geborgenheit, Festigkeit und Sicherheit, ein stabiles soziales Netz. Ja, und eben dieses Gefühl von Vollständigkeit, dass du hier eine Form von Erfüllung erfahren hast in der Vergangenheit. Ich kann mir eben vorstellen, dass das eben mit dieser Situation zu tun hat, ne? Dass du dich entweder in einer Partnerschaft befindest oder eben einen stabilen
Familien- oder Freundeskreis hast und für diese Menschen, mit denen du diese Erfüllung erfahren hast, jetzt in kürzlicher Vergangenheit, m- für diese Menschen möchtest du natürlich jetzt da sein, ne? Und diesen Menschen gegenüber möchtest du dich als zuverlässig erweisen. Und mit diesen Menschen wirst du hier auch eine vertiefende, liebevolle Erfahrung ähm, erleben in dieser Dekade. Okay, der Turm. Ja, interessant. Denn, also bisher sah mir das alles recht ruhig aus und plötzlich kommt hier so eine starke Veränderung rein. Also ähm, dieses reizvolle Spiel, was ich hier zwischen diesen beiden Personen beschrieben habe, es kann bei den ein oder anderen von euch in einen Streit eskalieren. Aber in einen Streit, der auch zu etwas führt, der etwas Reinigendes auch hat, ne? Wo auch mal alles aber auf den Tisch, wo alles mal zutage kommt, ne? Wo alle Karten auf den Tisch gelegt werden, wo sich auch die Situation dadurch umwälzen kann. Also hier, du hast schon hier du hast hier schon etwas vor. Das passiert bei dir bewusst. Du leitest diese Veränderung ein. Du kämpfst hier für etwas und du möchtest etwas ändern. Und du möchtest dich aus etwas befreien. Und das führt dann zu einer Umstrukturierung einer gewissen Situation. Das kann zum Beispiel sich auch, also ich sehe das eigentlich jetzt weniger im zwischenmenschlichen Bereich tatsächlich. Also gut, ich habe hier gesagt, es kann hier zu diesem Streit kommen. Das könnte sein, aber ich sehe hier tatsächlich kein ernsthaftes Problem. Ne? Es ist ein Streit, der dazu führt, dass so ein paar Dinge mal ausgesprochen werden und dieser Streit kann eurer Beziehung sehr zugutekommen. Ähm, eine größere Veränderung sehe ich hier vielleicht eher im Beruflichen, dass du hier wirklich sehr drastische Entscheidungen triffst, sehr drastische Veränderungen hervorrufen möchtest und dafür eine gewisse Situation initiierst. Es sieht mir hier schon ganz so ein bisschen danach aus, als würde man hier sein Schicksal herausfordern und gucken, was dann passiert. Also ich sehe hier, du bist hier schon entschlossen. Gleichzeitig aber auch mit diesem Pessimismus, ne, und diesem Gefühl, das bringt doch alles nichts. Tja, das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Wir schauen mal weiter. Der Ritter der Scheiben zeigt sich hier im Unterbewusstsein. Ich hoffe, du siehst es hier. Ja. Ähm, auch hier haben wir es, ja, auch das könnte also der Ritter der Scheiben könnte entweder auf dich verweisen oder eine Person in deiner Umgebung. Hier haben wir das mit Erde zu tun, ne? Mit einer Erdperson. Genauso wie hier beim Prinzen der Scheiben. Steinbock, Stier oder Jungfrau könnte das hier sein. Ähm, wenn diese Person, also wenn du hier die Prinzessin der Stäbe bist und an den Prinzen der Scheiben denkst, dann ist dieser Ritter der Scheiben, also das sind sicherlich die gleichen Personen. Und diese Person erfährt einen Reifungsprozess innerhalb dieser Dekade. Diese Person wird reifer, entwickelt sich vom Prinzen zum Ritter. Und vor allem sehe ich dann, ihr seid schon länger zusammen, ne, wenn das so der Fall ist. Ähm, ihr seid schon länger zusammen und diese Person ist sehr stark mit dir verbunden. Ne? Man könnte schon von einer Seelenverbindung sprechen.
Und euer Verhältnis kann durchaus unterschiedlich sein, ne? Also in den meisten Fällen ist das hier schon romantisch und sehr innig, aber es kann auch eine gute Freundschaft sein, ne? Auf jeden Fall kennt ihr euch schon länger und ihr kennt euch schon sehr, sehr gut und seid wirklich sehr verbunden. Und diese Person wird in dieser Dekade reifen. So, der andere Fall, ne? Du bist der Prinz der Scheiben und es geht um eine Prinzessin der Stäbe. Ja, dann könnte es auch sein, dass ihr euch noch nicht, das ist genau das Gegenteil, ne? Dann könnte es sein, dass ihr euch ja noch gar nicht so lange kennt und diese Person vielleicht auch nicht so einen großen Stellenwert, die Prinzessin der Stäbe, in dein Leben spielt. Noch nicht, eventuell, ne? Aber ihr kennt euch noch nicht so lange und es geht hier dann viel mehr um deine Person, ne? Dass du hier einen Reifungsprozess vollziehst, dass du zu mehr Einfluss, zu mehr Macht, zu mehr Reichtum kommst. Ich sehe hier dann schon eher eine berufliche Legung, ne? Während das natürlich keine berufliche Situation ist. Das glaube ich nicht. Aber es geht hier doch darum, dass du hier zu mehr Geld und zu mehr beruflicher Anerkennung kommst, zu mehr Stabilität, ne? Im materiellen Sinne. Ja, wir schauen mal. Der Ritter der Scheiben, was denkt ihr denn? Ja, es geht hier schon um eine persönliche Weiterentwicklung dieses Ritter der Scheiben. Diese Person entwickelt sich jetzt gerade sehr, sehr positiv weiter. Ne? Also da sehe ich sehr viel Erfolg für diese Person. Diese Person im Gegensatz, also das gleicht hier diese 7 der Schwerter auch aus. Diese Person ist tatsächlich gut in der Lage, Absprachen zu treffen. Er hat einen sehr ausgeglichenen Charakter und kann aktuell die Welt nach seinen Vorstellungen gestalten. Er hat sehr viele Ideen, sehr viele Projekte, diese Person, diese Person verwirklichen möchte. Und ich sehe hier doch sehr viel Erfolg auf diese Person zukommen. Diese Person ist fair und ehrlich auch. Ich sehe hier eine tiefe Freundschaft zu dieser Person. Also wenn nicht mehr, ne? Aber hier gibt es doch eine gewisse Gleichberechtigung, ein faires Miteinander und auch gegenseitige Faszination. Also das ist hier sehr, sehr begünstigt, diese Person. Ach, und hier zeigen sich die 2 Kelche, ne? Also du wirst schon vor den 5. Februar, ne? Also vor dem Vollmond, diese Erfahrung der Liebenden erfahren. Hier gibt es wirklich eine starke Verbindung zu 2 Personen. 2 oder mehrere Personen, ne? Also kann natürlich hier auch ein größerer Kreis von Menschen sein, ne? Ist nicht ausgeschlossen, aber also je nachdem, wie das in eurem konkreten Leben ausschaut. Aber eine Person hat hier auf jeden Fall das Zepter und ne, in der Hand. Ne? Eine Person ist der Initiator. Und das ist hier auf jeden Fall diese Person. Kann natürlich auch hier um die gleiche Person sich handeln. Ne? Hier haben wir Feuer, Erde und Feuer, Erde. Tja, ja, gerade bei Stier wäre das der Fall, ne? Aber mit dieser Person oder als diese Person ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass du das bist. Wirst du hier eine sehr liebevolle, verbindende Erfahrung machen. Eine Erfahrung, bei der auch alles Sinn ergibt, ne? Wo auch irgendwie die Dinge sich zusammenfügen, sich miteinander verbinden und
Dinge, die bislang nicht miteinander vereinbar waren, sich doch irgendwie als harmonisch ergeben. Plötzlich ergibt es doch einen anderen Sinn, eine Verbindung zueinander. Und das ist natürlich eine sehr erfüllende, liebevolle, schöne Erfahrung, die dir nicht nur sehr viel Selbstwert gibt, sondern wodurch du auch sehr viel Liebe schenken kannst und sehr viel Liebe empfängst. Der Turm. Ja, ich bin mir sicher, du leitest diesen Turm ein oder du begrüßt diese Situation. Das kann natürlich auch der Abschluss eines Projektes sein. Der Abschluss einer Pflicht, die du geleistet hast bisher, die du jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr erfüllen musst. Es kann halt auch ein, eine Situation sein, in der du aktiv Nein sagst. Was aber anscheinend richtig wichtig ist. Es kommt deiner Entwicklung sehr zugute, wenn du das tust, wenn du dich aus dieser Situation befreist. Ich sehe hier einfach sehr, sehr viel Erfolg auf dich zukommen. Als diese Person oder mit dieser Person. Ne? Dieser Erfolg geht nicht spurlos an dir vorbei, lieber Skorpion. Ja, es kann hier aber auch wirklich, also ich sehe hier so viel Positives, ne? Aber so, wenn man jetzt so rein faktisch das betrachtet, glaube ich, ist im Moment ziemlich viel Chaos um dich herum. Sehr viel los. Ähm, und dadurch könntest du vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, okay, ich werde diesen Chaos gar nicht Herr. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Trugschluss. Ja, es geht hier doch durchaus voran und du wirst durch diese Energien ganz gut durchkommen, auch wenn viel Stress und Chaos um dich sein wird, für eine gewisse Zeit. Ja, und vielleicht merkst du es kaum, aber du verfestigst auf diese Art und Weise durchaus dein soziales Umfeld. In deinem sozialen Umfeld gibt es viel Stabilität, die sich jetzt auch neu ergibt, neu ausrichtet und von der du auch etwas haben wirst. Vielleicht gibt es ja auch neue finanzielle Möglichkeiten über deinen Freundeskreis für dich oder irgendwie einen neuen Plan für die Zukunft, irgendwie neue Möglichkeiten, Möglichkeiten der dauerhaften Stabilität, der Verfestigung, der auch Verfestigung der Geborgenheit oder halt eben ähm, neue Möglichkeiten tatsächlich Geld, konkretes Geld zu verdienen. Ne? Aber es kann eben auch auf diesen immateriellen Bereich, ne, des Gefühls der Geborgenheit sich beziehen. Auf jeden Fall gibt es hier neue Möglichkeiten, die sich eröffnen über deinen Freundeskreis, über dein soziales Umfeld, über die Partnerschaft auch. Ne? Ist auch natürlich auch begünstigt für eine neue Partnerschaft, dass sich diese Situation, die ich vorhin, die eine Situation, dieser eine Fall, da habe ich ja gesagt, ihr kennt euch noch nicht so lange, das könnte sein, dass sich daraus doch was Ernstes entwickelt. Ach, das ist ja schön. Und du suchst auch nach dieser Liebe und du bekommst sie auch, ne? Also du suchst danach und du bekommst, wonach du suchst. Und das ist ja wirklich wunderschön. Ja, dass du hier auch eine besondere Harmonie zu deinen Mitmenschen empfindest, eben dieses Verbindende. Ja, denn in der Tat, du hast ja bereits alles, was du brauchst. Ich glaube, also du hast die Liebe bereits gefunden, würde ich schon sagen. Und jetzt geht es vielleicht vielmehr darum, das anzunehmen, ne? Und dich dem noch weiter zu öffnen. Wir schauen mal, was noch passieren wird. Hm.
Diese Veränderungen, ne? Umstrukturierungen werden passieren. Es wird sich etwas verändern in dieser Dekade. Etwas Konkretes auch, ne? Also irgendwie eine neue Routine im Alltag, ein, ähm, ein neuer Job. Ich halte ein neuer Job oder irgendwie eine Veränderung auf der Arbeit für am wahrscheinlichsten. Aber es kann halt auch irgendeine Veränderung sein im Alltag, ne? Dass irgendwas anders strukturiert wird. Und das passiert nach dem 5. Februar, nach dem Vollmond in dieser zweiten Februarwoche. Und das ist für dich eine willkommene Abwechslung. Du wirst es begrüßen. Ähm, es ist die Folge von dieser drastischen Entscheidung. Ne? Es könnte zum Beispiel sein, dass du auf deinen Chef zugehst und dem mal so richtig die Meinung geigst. Ne? Also sowas könnte das sein. Ne? Und das führt dann dazu, dass dein Chef oder deine Chefin zu dir sagt, hey, ja, ich bin beeindruckt, du hast recht, kriegst eine Gehaltserhöhung. Also sowas könnte es sein. Und, ne, also, oder ich gebe dir einen anderen Arbeitsbereich oder wir machen das jetzt anders. So eine Veränderung sehe ich hier. Und dann passiert halt eben diese Umstrukturierung in der Routine, im Alltag. Und bei dieser Karte ist es eben toll, dass sich so alles nach deinen Vorstellungen, ne? Du bist der Magier deines Lebens, kann man nicht oft genug sagen. Und hast hier, also hier gibt es schon Ideen und Vorstellungen, wie man das lieber, wie man das besser fände. Und mit dieser Karte pendelt sich alles so nach deinen Vorstellungen an. Ne? Das ist eine sehr harmonisierende Karte, eine Karte, bei der Veränderungen nicht plötzlich kommen, sondern sie sich ganz entspannt einpendeln, ne? Diese Veränderungen und sich eben deinen neuen Wünschen, deinen neuen Ausrichtungen, Zielausrichtungen anpassen werden. Also das sind mir hier sehr schöne Karten, muss ich sagen, ne? Deine Intuition, ne? Versuche auf dir deine Intuition zu hören, nachdem du diese Veränderung umgesetzt hast. Und dann wird sich auch die Realität an dich anpassen. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation? Wow, ein Neubeginn steht an. Absolut. Und du leitest ihn selber ein. Ne? Du weißt selber genau, um was es da geht. Und du setzt diesen Neubeginn durch. Und ich sag dir, es wird ein paar kleine Hürden geben, aber letztendlich wird es erfolgreich. Also letztendlich wird es sehr, sehr gut. Es wird gut für dich finanziell laufen und vor allem auch in der Liebe. Die Liebe ist für dich eher gerade wie so ein stabiler Anker, wie so ein kontinuierlicher Halt. Da gibt es eigentlich gar keine Probleme, ne? Ja, das ist wirklich spannend, was für ein Neubeginn bei dir ansteht, lieber Skorpion. Ja, ich hoffe, dass du hier für dich gute Entscheidungen triffst und diese Energien positiv für dich zu nutzen weißt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Dekade. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.